Falls ihr euch jemals gefragt haben solltet, was passiert, wenn man einen ultramarinen Farbton mit einem Zinnober mischt, dann hätte ich für euch die Antwort in diesem Video. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Vor ein paar Wochen habe ich per Zufall, weil mir Farbe auf die Leinwand geraten war, angefangen, ein Bild mit der Hand zu malen. Und ihr wart grundsätzlich davon so angetan, dass ich mir gedacht habe, dass ich das irgendwann nochmal mache. Und jetzt war mir die Idee gekommen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, das einfach nochmal auszuprobieren. Ich wollte mich einfach intuitiv in dieses Bild hineinfühlen. Deshalb sieht das vielleicht auch so für den einen oder anderen aus, als würde ich die Farbe in die Leinwand einmassieren oder grundsätzlich einfach mal ausprobieren, was man da so machen kann an Bewegungen, was für Strukturen und Linien entstehen. Und ich habe mich einfach davon leiten lassen, so wie ich das bei dem anderen Bild gemacht hatte. Im Gegensatz zu dem anderen Bild steckt heute allerdings eine Idee dahinter und ich bin gespannt, ob ich meine abstrakte Landschaft, die ich im Kopf habe, auch tatsächlich mit den Händen auf die Leinwand bringen werde. Am Anfang sieht das noch etwas unkoordiniert aus und es ist tatsächlich, sich in diese Materie hineinfallen zu lassen und sich auch zu erlauben, mit den Farben so umzugehen. Und dann starte ich tatsächlich nach und nach mit meinem Bildaufbau. Und das Spannende für mich war auch tatsächlich, mit beiden Händen zu arbeiten und prinzipiell auch in eine Art Ganzkörperbewegung überzugehen. Und ich konnte mich derart auf dieses Bild einlassen, indem ich direkt mit den Händen darauf gemalt habe, dass ich Lust hatte, Details einzuarbeiten, auch wenn, ich sag mal, dieses Grün-Grau vom Anfang zunächst vielleicht gar nicht so verheißungsvoll aussieht. Aber davon darf man sich dann zunächst erstmal nicht irritieren lassen. Wenn ich für das, was ich gerade mit den Händen mache, einen synthetischen Pinsel verwendet hätte, dann wäre ich schon längst am Ziel angelangt. Es geht mir momentan darum, einen Farbverlauf auf diese Leinwand zu bringen und dafür brauche ich natürlich Übergänge und die muss ich erstmal mit den Händen schaffen. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich meine Hände zwar flach aufsetzen kann, aber im Gegensatz zu feinen Pinselhaaren sind die Finger, die wir haben, natürlich relativ grob. Während ich auf der anderen Hälfte meines Bildes meinen Farbverlauf ausgearbeitet habe, ist es natürlich passiert, dass auf der anderen Seite des Bildes die Acrylfarbe schon ein Stück weit angetrocknet ist. Und deshalb entscheide ich mich zunächst für eine Signalfarbe, die ich jetzt erstmal in diese noch nicht ganz angetrocknete Leinwand einarbeite. Und da verwende ich das Zinnober ohne einen Blauanteil, sodass ich jetzt auch hier wieder versuche, einen Verlauf in den bläulichen und in den grünlichen Teil meines Bildes zu integrieren. Und um tatsächlich einen sehr guten Farbverlauf hinzubekommen, braucht man an der Stelle tatsächlich Zeit und auch Geduld.
Der untere Teil ist jetzt tatsächlich viel zu trocken, um darauf arbeiten zu können. Und so setze ich nochmal eine Farbschicht aus Blau und Orange auf und arbeite die erstmal in meine Leinwand ein, sodass ich dann wiederum mit meinen Farbverläufen auch weitermachen kann. Ihr habt das vielleicht gerade in der vorherigen Einstellung gesehen, dass es zwischen dem orangenen Streifen und dem unteren Teil des Bildes, auf dem ich arbeite, noch eine trockene Fläche gibt. Und so habe ich mich entschieden, doch nochmal Blau und Orange aufzutragen, um wirklich mit dieser Fläche weiterarbeiten zu können. Das ist zumindest wichtig für das, was ich vorhabe. Mir schwebt immer noch ein Landschaftsbild, ein sehr abstraktes vor. Und zwar habe ich hinterher einen sehr dunklen Part in Grün und oben einen bläulichen Part. Und für mich ist dieses angedeutete Orange schon so eine Art Dämmerung am Morgen. Wie gesagt, das ist alles noch sehr abstrakt und ich muss dann noch weiter in meinem Bildaufbau in dem unteren Teil arbeiten und nehme mir dazu auch noch das Caput Mortuum Violett und arbeite das auch sehr tief in das Bild ein, sodass dieser lila fliederfarbene Streifen am Ende nur in Nuancen wahrnehmbar sein wird. Jetzt habe ich den Farbverlauf, den ich haben möchte, und ich zeige euch einmal das Zwischenergebnis. Es spiegelt sich leider etwas in dieser nassen Farbfläche, aber ich glaube, ihr könnt euch das Ergebnis ganz gut vorstellen und darauf werde ich gleich weiterarbeiten. Aber jetzt heißt es erst einmal, diese Fläche tatsächlich zu fixieren, und weil das diesmal etwas schneller gehen muss, greife ich zum Föhn. Die Alternative wäre gewesen, das ganze Bild tatsächlich über Nacht trocknen zu lassen. Jetzt kommen wir zu dem Part, dem ich im Grunde genommen die ganze Zeit schon entgegengefiebert habe, weil jetzt wird sich zeigen, ob das, was ich mir ausgedacht habe, sich auch umsetzen lässt. Ich habe gerade flüssige Acrylfarbe, die ich selber angerührt habe, aufgetragen und lege dahinter noch eine Schicht Wasser, und dann hebe ich das Bild schon mal an und gucke mir, wie das Ganze läuft. Und das läuft natürlich noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Also werde ich jetzt mehr Wasser auftragen und schauen, was passiert.
Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und jetzt gibt es einmal die Kamerafahrt über das noch nicht ganz getrocknete Bild. Unten die orangenen Farbspuren sind nach dem mehrmaligen Wasserauftrag natürlich nicht deckend, sondern eher dünnflüssig und ein bisschen transluzent transparent. Aber das ist auch genau der Effekt, den ich haben wollte. Und das wird man gleich auch im getrockneten Zustand noch einmal besser sehen. Im getrockneten Zustand sieht man jetzt sehr schön die Laufspuren. Die Farbpigmente sind von dem massiven Wasserauftrag herausgespült worden und haben sich teilweise angesammelt. Und durch dieses Herauslösen sind sie auch nicht mehr so glänzend. Und das ist ein wunderbarer Kontrast zu der darunterliegenden Farbschicht, die doch recht seidenmatt aufgetrocknet ist. Natürlich zeige ich euch gerne, wie das fertige Bild aussieht, wenn es an der Wand hängt. Und ich finde, es hat eine enorme Wirkung, alleine schon durch den orangenen Streifen, aber auch durch den wunderbaren Farbverlauf, der sich über das komplette Bild zieht. Und vor allen Dingen unten die Laufspuren machen das Bild zu etwas Besonderem. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sich viele nach den ersten 5-6 Sekunden gedacht haben, was macht sie da? Als ich die beiden Farben mit meinen Händen auf der Leinwand verteilt habe und da eine nicht ganz so tolle Farbe herausgekommen ist. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bild am Ende doch überraschen. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann du dieses Video siehst und vor allen Dingen eine wunderbare Woche.